Greetings und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Eigentlich wollte ich kein weiteres Video über diesen Vaporizer machen, der zu meinen Lieblings-Vaporizern gehört, aber den Umständen entsprechend fühle ich mich gezwungen, nochmal ein kurzes Update zum Venti Vaporizer zu machen. Mein Venti ist jetzt nach knapp 16 Stunden schon wieder defekt und es kommt der Fehler E04. Der kommt nicht bei jeder Nutzung, allerdings oft genug, dass man das Gerät nicht mehr zufällig benutzen kann und es somit defekt ist. Das ist jetzt sogar schon der dritte Venti, den ich habe und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch bei den anderen war ungefähr so zu der gleichen Nutzungszeit dieser Fehlercode. Eigentlich ist der Venti ja echt ein super Vaporizer. Ich mag den total. Hat eine sehr gute Akkulaufzeit. Er hat einen mega guten Airflow, den ich sowas von liebe und einfach diese einfache Benutzung von Storz und Bickel, die man halt so kennt. Aber wenn das Gerät einfach so aus dem Nichts den Geist aufgeben kann und man dann ohne Vaporizer dasteht, dann ist das natürlich auch wieder ein deutlicher Nachteil, egal wie gut dann auch der Vape ist. So ähnlich ging es mir. Ich war abends mit dem Venti unterwegs und dann hat er auf einmal nicht mehr funktioniert. Es kam der Fehler E04. Ich hatte allerdings das Glück, dass ich noch ein Dynavap dabei hatte und somit nicht komplett aufgeschmissen war. Es gab vor einiger Zeit mal ein Software-Update für den Venti, dem nachgesagt wurde, dass er viele der auftretenden E04-Fehler lösen würde. Man liest aber trotzdem immer wieder von diesem Fehler und ich habe ihn ja, wie gesagt, jetzt auch bekommen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Venti-Pech einige Menschen mehr verfolgt als andere, wie zum Beispiel mich. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben mit ihrem allerersten Venti keinerlei Probleme und es gibt Leute wie mich, die immer wieder Probleme mit ihrem Venti haben und ein Gerät nach dem anderen durchjagen. Eigentlich sehr schade, weil ich den Vaporizer echt mag und die Garantieabwicklung ist zwar super easy und schnell, das dauert so circa eine Woche, man bekommt auch jedes Mal hier oben eine neue Cooling Unit, aber es ist halt trotzdem ärgerlich. Außerdem ist mir auch aufgefallen, dass das Logo nach längerer Nutzung langsam die Farbe verliert. Und das ist halt auch was man eigentlich nicht von einem 400 Euro oder über 400 Euro Vaporizer erwartet. Ich habe den Venti jetzt nicht mal ein Jahr lang. Im November letzten Jahres habe ich mir den gekauft. Und das ist ja jetzt schon mein dritter Venti, den ich benutze. Und der Venti ist ja auch nicht mein einziger Vaporizer. Das heißt, es ist nicht das Hauptgerät, das ich nutze. Ich habe viele andere. Ich will nicht wissen, wie schnell ich durch die Ventis durchjagen würde, wenn ich nur einen Venti hätte. Vergleicht man das mit dem Mighty. Ich habe hier den OG Mighty. Der ist auch schon ewig alt. Den habe ich selbst gebraucht gekauft. Der ist sogar so alt, dass man das Display schon nicht mehr lesen kann, nur wenn man den ganz schräg hält. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das Teil noch wie an Tag 1 und hatte noch nie einen einzigen Fehler. Der einzige Nachteil ist, dass der Akku über die Zeit schwach wurde. Aber komplett fehlerfrei im Gegensatz zum Venti, wo ich in einem Jahr jetzt schon den dritten Venti mit einem Fehler habe, der eingeschickt werden muss. Generell gefällt mir der Venti als Vaporizer besser als der Mighty. Er ist handlicher, er heizt wesentlich schneller auf, er hat diesen ultra niedrigen Zugwiderstand, den ich total mag und er produziert auch wesentlich weniger Röstaromen als zumindest der OG Mighty bei hohen Temperaturen. Ich schätze, dass das einfach daran liegt, dass hier der Heizer wesentlich besser und schneller regelt als hier und der hier deswegen öfter mal über die Zieltemperatur hinausschießt. Aber nichtsdestotrotz, wenn das in Anführungsstrichen bessere Gerät unzuverlässiger ist, dann würde ich doch das zuverlässigere Gerät bevorzugen. Ich will auch eigentlich gar nicht über Storz und Bickel lästern, aber ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl hat, dass die Firma irgendwie, seitdem sie von Canopy Growth, einem börsennotierten Unternehmen übernommen wurde, irgendwie an den falschen Ecken spart und dadurch seinen unglaublich guten Ruf in der Vaporizer-Welt langsam kaputt macht. Ich habe auch schon von Nutzern gelesen, dass ihre Bewertungen auf der Storz und Bickel-Webseite entfernt wurden, weil sie zu schlecht waren. Natürlich muss man Bewertungen auch moderieren, das ist klar, damit keine unnötigen Beleidigungen etc. zu lesen sind. Aber wenn einfach rigoros Bewertungen gelöscht werden, die der Firma nicht passen, dann ist das schon irgendwie ein shady Verhalten. Ob das allerdings wirklich der Fall war, weiß man nicht. Und ich möchte auch glauben, dass es vielleicht andere Gründe hatte, warum die Bewertungen gegebenenfalls gelöscht wurden. Das war's mit meinem kurzen Update zum Venti. Wie gesagt, in einem Jahr ist das jetzt das dritte Gerät, das mir defekt gegangen ist und ich muss es wieder einschicken. Habt ihr auch einen Venti? Wenn ja, dann schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr mit eurem Venti auch schon Probleme habt oder ob ihr zu den Leuten gehört, die ihren ersten Venti haben, der noch nie Probleme gemacht hat. Das würde auch anderen sehr helfen, denn Storz & Bickel ist wie gesagt eine sehr beliebte Firma und der Venti ist ihr Flaggschiff. Wenn sich allerdings Leute den Venti kaufen und sie haben den Fehler und werden dann enttäuscht, dann ist es doch blöd. Deswegen lasst es eine Community sein. Schreibt in die Kommentare, wie sieht es mit eurem Venti aus. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Vapologe.